Moin Moin, mein Lieber, und vielen Dank fürs Einschalten. Shoutouts gehen heute raus an die Firma Vivosun, die uns diese Grow-Serie ermöglicht. Und zwar hat Vivosun uns eine VGrow automatische Growbox zugeschickt mit allem Zubehör. Ja, hier zum Beispiel Flexfeed und natürlich auch eine Growcam. Und was an dieser Box richtig cool ist, ist, dass die komplett automatisiert ist und wir quasi im Lazyman-Modus nichts mehr machen müssen und das Ding für uns growt. Hast du da Bock? Dann let's go. Wir bauen das Teil jetzt auf. So, und nachdem wir das gute Stück aufgebaut haben, habe ich natürlich auch eine schöne diskrete Ecke für meine VGrow-Box gefunden. Und hier steht sie, unsere VGrow. Bei mir im Schlafzimmer in einer kleinen, aber diskreten Ecke in der Nähe von unserer anderen Growbox. Und lasst uns doch mal schauen, was die Box so kann. Was mich an dem Ding wirklich fasziniert, ist erstmal hier dieses Sichtfenster. Ihr könnt also direkt in eure Growbox reingucken und eure Pflanzen begutachten, ohne dass ihr sie wirklich stören müsst und das Klima in dem Zelt sich verändert, wenn ihr die Box aufmacht. Insgesamt macht die Box einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Also das Material hier ist, ich würde sagen, das ist irgend so ein Kunstleder. Das erwartet man eigentlich nicht von der Growbox. Auch dieses Sichtfenster hier ist mit einem Magnetverschluss versehen und der ist wirklich absolut lichtdicht. Und was mir an dieser Box wirklich gut gefällt, ist halt, dass sie sehr, sehr kompakt ist. Also wir sprechen hier über Ausmaße von knapp 40 x 40 cm innen und wir haben eine Innenhöhe von 1,22 m. Und ich finde, von der Optik kann man das Ding durchaus auch irgendwo in sein Wohnzimmer stellen. Macht nämlich einen wirklich hochwertigen Eindruck. Sieht fast aus wie ein kleiner Kühlschrank oder sowas. Aber jetzt lasst uns mal schauen, was diese Box so außergewöhnlich macht. Weil Growboxen können viele, aber das hier ist wirklich ein komplett automatisiertes System. So verspricht Vivosun. Das heißt, es gibt zu dieser Box eine App. Ihr könnt mit der App alles steuern, von der Lüftung bis zum Licht, bis zur Bewässerung. Und genau das ist unser Experiment in diesem Run. Wir werden mal testen, A, wie viel Ertrag kann man wirklich in so einer Mini-Growbox erwirtschaften und vor allem, wie viel müssen wir hier wirklich selber machen? Weil Vivosun verspricht, die Box growt mehr oder weniger automatisch. Alles, was man tun muss, ist hier unten den Wassertank von Zeit zu Zeit mal aufzufüllen. Und den Rest erzählt einem die App. Die VGrow kommt mit einer App, die nennt sich Autopilot. Und mit dieser Autopilot-App bekommt ihr wirklich einen Grow-Experten an die Hand, der euch wirklich von Schritt zu Schritt erklärt, was ihr zu tun habt. Was ich auch ganz interessant finde, hier hinten, habt ihr gerade vielleicht schon gesehen, diese Skala von Vivosun, die uns dabei helfen soll, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann wir zu toppen haben, wann wir das Netz einziehen, wann wir auf Blüte umstellen sollen, wann LST und Lollipopping ansteht und wann wir zu dicht an der Lampe dran sind. Ich will Vivosun auch einmal loben, was dieses modulare Konzept dieser Box angeht. Also ich habe noch nie eine Growbox so schnell aufbauen können wie die VGrow hier. Das Ding besteht wirklich nur aus ein paar Teilen. Ihr habt das ja gerade gesehen. Boden, diese Seitenträger, die übrigens auch eine sehr interessante Konstruktion haben. Ihr seht vielleicht diese Löcher, die da drin sind. Da ist die interne Belüftung untergebracht. Wir sprechen über die Features dieser Box in aller Ausführlichkeit im Grow-Vlog hier, aber nur so als kleiner Teaser, das ist wirklich ein Hightech-Gerät. Hier oben gibt es eine kleine Kontrolleinheit, dort könnt ihr eure Peripheriegeräte anschließen. Für diese VGrow gibt es wirklich jede Menge Zubehör. Das geht los bei einer Growcam, ja, mit der ihr Zeitrafferaufnahmen von euren Pflanzen aufnehmen könnt.
Das machen wir übrigens auch. Ich habe auch eine GrowCam. Die bauen wir hier gleich ein. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Ihr habt ein Wasserreservoir hier unten. Können wir euch auch mal zeigen. In diesem Wasserreservoir, Moment, befinden sich diese Schnürsenkel, die da unten in das Reservoir hängen und die Flüssigkeit bzw. Nährlösung, die hier unten drin ist, über diese Dochte auf den Stofftopf übertragen, der dann hier drin steht irgendwann. Das machen wir heute auch noch. Ihr habt hier auch noch eine Wasserstandsanzeige, die euch anzeigt, wie viel Wasser da drin ist, und eine elektronische Sonde. Und diese Sonde hat die Fähigkeit, dass sie Benachrichtigungen an euch schickt, an euer Smartphone, und euch in der Vivosun App sagt, wenn da wenig Wasser drin ist zum Beispiel, wenn ihr Wasser nachfüllen müsst. Ne? Wir haben hier unten auch einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor in der Box, damit wir auch in der App sehen können, wie feucht ist die Luft, müssen wir hier gegebenenfalls etwas tun. Und Vivosun hat uns auch ein Tröpfchenbewässerungssystem zur Verfügung gestellt. Auch das werden wir im Laufe dieses Grows testen. Also, es wird spannend. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir stöpseln unsere Kamera an und ich mache unsere Pflanze bereit und wir nehmen die Box in Betrieb. Habt ihr Bock? Dann lasst uns mal loslegen. So Leute, lasst uns mal die Kamera anschließen. Was mir wirklich gut gefällt, ist, dass alles Plug and Play ist. Ihr müsst also nicht viel machen, außer ein USB-Kabel einstecken und das Ganze dann hier an der Magnethalterung befestigen. Die ist übrigens höhenverstellbar. So. Hier seht ihr einmal die Vivosun App. Ihr könnt hier einen Namen der Pflanze eintragen und dann direkt ein Grow starten und die App führt euch Schritt für Schritt durch den Grow. Ihr seht schon, die GrowCam ist online. Es wird noch ein paar Sekunden dauern und dann können wir auf die zugreifen. Und diese App werden wir im Laufe des Grows sehr, sehr ausgiebig verwenden, weil die Idee ist ja, dass wir überhaupt nichts selber entscheiden, sondern über die App und vielleicht mit ein bisschen Hilfe von ChatGPT unseren Grow hier durchziehen. Und wollen mal gucken, ob wir hier wirklich zum Erfolg kommen. So Leute, lasst uns nicht lang schnacken, sondern lasst uns loslegen. Wir schalten jetzt das Licht an, erstmal auf 25%. Schwuppdiwupp. Wirklich easy. Die App hat mir gesagt, ich soll unsere kleine Pflanze schon mal vorbereiten. Und deswegen bin ich jetzt hier gerade mal off-cam ein bisschen unterwegs. Und hier ist sie, die gute Dame. Wer die Serie schon ein bisschen länger weiterverfolgt oder wer die Serie schon ein bisschen länger verfolgt, wird diese Dame vielleicht noch kennen. Das ist unsere Guavi von Aceseed. Die Guavi ist startklar, würde ich sagen. Der Topf ist noch mit alter Erde gefüllt, aber wir werden jetzt genauso vorgehen, wie die V-Grow uns es vorschreibt, sozusagen. Bei der V-Grow, wer am Anfang aufgepasst hat, wird gesehen haben, dass dort im Grunde alles an Zubehör dabei ist. Und in der App gibt es kleine Videoanleitungen, die euch erklären, was zu tun ist. Und die App hat mir gesagt, ich soll jetzt hier drin in der Wanne unseren Kokosbrikett vorbereiten, weil hier drin growen wir in Koko, weil die App es uns so erzählt. Ich habe das noch nie gemacht, aber die V-Grow kommt ja mit passendem Dünger und mit Koko und allem, was wir benötigen, um hier drin erfolgreich zu growen. Und wir wollen das mal testen, ob das auch funktioniert. Also, lasst uns mal gleich loslegen. Und wenn du sagst, automatisiertes Growen, das ist ja geil, da habe ich auch Bock drauf, findest du in der Videobeschreibung einen passenden Rabattcode, mit dem du sowohl bei Amazon Deutschland als auch bei Vivosun auf der Homepage 15% Rabatt bekommst. Auf alle Artikel. Also nicht lang warten, sondern zuschlagen. So meine Freunde, da sind wir wieder. Ich habe hier gerade 5 Liter Wasser in den Tank gefüllt, nach Vivosun-Anleitung. Mit der Box kommen 2 Dünger, einmal Base A und Base B.
und jeweils 1,5 Gramm pro Liter Wasser mit 5 Litern aufgefüllt. Und jetzt wollen wir das System mal ins Laufen bringen. So Leute, wie ihr gesehen habt, ist der Tank aufgefüllt. Wir sind jetzt erstmal mit der Dochtbewässerung dabei und ziehen uns von unten die Nährlösung langsam in den Stofftopf. Ich will mir jetzt mal angucken, wie gut das funktioniert. Nachdem hier unsere Guavi eingezogen ist, würde ich mich jetzt natürlich über jede Menge Namensvorschläge freuen von euch. Wie soll denn unsere Pflanze heißen? Ich bin da relativ unkreativ noch. Aber vielleicht habt ihr ja ein paar schöne Ideen. Ich habe die Timelapse-Cam für euch vorbereitet, sodass wir uns in Zukunft auch ein paar Zeitrafferaufnahmen von unserer kleinen Guavi ansehen können. Und wir schauen mal, wie gut das mit der Dochtbewässerung funktioniert. Ansonsten kommt hier nächste Woche unser Tröpfchenbewässerungssystem rein. Das sehen wir uns auch noch an. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder in unser V-Grow, wenn es dann heißt, wir bauen das Tröpfchenbewässerungssystem an und sehen uns mal an, was die Guavi innerhalb von einer Woche hier hinbekommt. Also, bis dann, meine Freunde.